Wissen Sie, was sich Liebende im Mittelalter schenken? Was meinen Sie? Erraten Sie es. Eine Rose, ein Kästchen oder ein Kuss? Es gab viele Dinge, die sich Liebende im Mittelalter schenkten. Die Rose jedoch hatte die Symbolik des Marienbildes in der mittelalterlichen Literatur. In der Liebeswelt bedeutete sie die Liebste. Die Rose zu pflücken bedeutete, dass man den Liebesakt vollzog. Küssen hatte im Mittelalter nicht die sexuelle Bedeutung, die es heute in Liebesbeziehungen hat. Auch Männer küssten sich und drückten damit die Feudalstellung oder ein Treuegelöbnis aus. Das Kästchen hingegen hatte eine große Symbolik in Liebesfragen. Es bedeutete die Hingabe an den Liebsten oder die Liebste. Warum? Begleiten Sie uns heute durch die Bilderwelt wunderschöner Miniaturen des Mittelalters und entdecken Sie, wie man im Mittelalter seine Liebe ausdrückte und welche Symbolik das Herz in der Vorstellung der mittelalterlichen Liebesbeziehung hatte. Zu den schönsten uns erhaltenen Handschriften gehört das entflammte, liebende Herz, illustriert von Barthélemy van Eyck im Jahre 1460, inspiriert vom Rosenroman, der bereits im 13. Jahrhundert entstand. Beide Werke nehmen sich auf sehr ähnliche Weise die Suche nach der großen Liebe zum Thema. Der Rosenroman war seinerzeit geradezu ein Bestseller. Guillaume de Loris ist der Autor der ersten Romanhälfte, die dann Jean de Meun 40 Jahre später fortsetzte. Hier sehen wir die erste Miniatur der Handschrift Le Cœur d'amour épris, also das entflammte, liebende Herz. Und zwar sehen wir hier den Dichter, wie er sein Herz einem jungen Mann übergibt, der später im Verlaufe des Romans die Personifizierung desselben Herzens ist. Und zwar begibt sich das Herz auf eine ritterliche Reise, um seine Rose zu gewinnen, auf der Suche nach seiner Liebsten. An seiner Seite sehen wir hier einen weiteren jungen Mann, der dem Herzen, also Le Cœur, so der Name des jungen Mannes, zur Seite stehen wird, nämlich als Knappe. Ein schönes Bild, eben symbolisiert durch diese jungen Männer, einerseits das Herz und andererseits das Begehren, also die entflammte Liebe. Wie aber der Jüngling nun von dem Begehren vereinnahmt wird, wird schön durch diese Miniatur aus dem Rosenroman deutlich, wo der junge Mann in einen Brunnen blickt und im Brunnen sich selbst in der Spiegelung sieht, aber auch seine Rose. Sehr interessant, dieses Bild der Doppelspiegelung. Eigentlich handelt es sich hierbei um den Brunnen des Narziss, also die Selbstspiegelung oder die Selbstliebe. Aber gleichzeitig sieht der Liebende seine Rose im Wasser. Was könnte es damit auf sich haben? Wir erinnern uns vielleicht an das Zitat Platons: Der Liebende blickt in einen Spiegel, in dem er sein Selbst entdeckt. Das Schauen wurde für das Sich-Verlieben als so wichtig erachtet, dass Andreas Capellanus in seiner bekannten Abhandlung De Amore, also über die Liebe aus dem 12. Jahrhundert, verlautbart: Ein Blinder könne sich nicht verlieben. Dies scheint auch diese Miniatur aus einer anderen Handschrift zu belegen. Und zwar handelt es sich hierbei um die Handschrift Le Livre des Échecs amoureux moralisés, frei übersetzt das Liebesschachspiel, wo man sieht, wie der junge Mann eben betört auf die Dame seines Herzens blickt. Das Begehren geht also der Liebe voraus. So scheint es, wenn wir uns der dritten Miniatur in Folge in der Handschrift des Rosenromans zuwenden. Und zwar sehen wir hier, wie der junge Mann vom Pfeil Amos, also vom Cupids Pfeil, getroffen wird. Interessanterweise sieht man hier
dass der Pfeil nicht die Herzensgegend, sondern eher die Körpermitte trifft. Das lässt sich dadurch erklären, dass im Mittelalter das Selbst in der Körpermitte angesiedelt wurde. Ich zitiere: Das Herz war Quelle der Lebenskraft, der Sitz der Empfindungen, der Born der Gefühle und Gedanken und sogar der Erinnerungen. Also wurde im Herzen der Lebensgeist angesiedelt. Dies unterstützt die These, dass es sich beim Verlieben nicht nur darum handelt, dass man vom Begehren ergriffen wird, also von Leidenschaft ergriffen wird, sondern dass das ganze Selbst von dieser Liebe vereinnahmt wird. In der Folgeminiatur wird das Herz des Liebenden von Amos abgeschlossen. Das heißt, er kann jetzt nicht mehr von seiner Liebe lassen. Schön ist auch auf anderen Abbildungen in mittelalterlichen Handschriften zu sehen, wie der Liebende seiner Herzensdame sein Herz übergibt. Hier sehen wir eine Abbildung aus dem Alexander-Roman, wo sich der Liebende an das Herz greift und die Dame seines Herzens sein Herz in der Hand hält und es betrachtet. Was hat es also mit der Kästchen-Symbolik auf sich? Wir haben gesehen, wie das Herz des Liebenden abgeschlossen wird. Und dadurch erklärt sich eben auch diese Symbolik des Kästchens. Das bedeutet, dass man sich selbst der Liebenden übergibt, sich selbst schenkt, ich bin dein. Oder mit anderen Worten, der Liebende kann nicht mehr von seiner Liebe lassen, er ist von ihr in Besitz genommen. Dieses Bild, tituliert mit Liebeszauber, gemalt von einem unbekannten rheinischen Künstler im 15. Jahrhundert, ist ebenso fantastisch, weil es eben die Liebe oder die Inbesitznahme und das Begehren auf eine wunderschöne Weise darstellt. Dabei ist es nicht wichtig, dass die Frau die perfekten Körpermaße hat. Sie entblößt ihren Körper in seiner Unvollkommenheit und scheint aber den jungen Mann, der hinten durch die Tür blickt, vollkommen in ihren Bann oder ihren Besitz genommen zu haben. Symbolisiert eben auch wieder durch das Herz in der Schatulle, in dem Kasten neben der Frau auf dem Bild. Das heißt, Begehren und Liebe, zwei Seiten der gleichen Medaille. Wenn wir die Bilder und die Texte der mittelalterlichen Handschriften analysieren, scheint dem so. Aber nicht nur Männer schenken sich in diesem Sinne der Frau, der Geliebten auf diese Weise. Hier sehen wir die Abbildung einer Frau auf einem Wandteppich aus dem 15. Jahrhundert. Und zwar sehen wir hier, wie die Frau ihre Haare abgeschnitten hat und in ein Band eingewebt hat, welches sie in eine Schatulle legt, die das Liebesgeschenk an den Liebsten symbolisiert. Der Titel über dem Zelteingang, Mon seul désir, was ungefähr so zu übersetzen wäre wie mein einziges Begehren. Wie wäre es also mit einer Schatulle mit Locke als Liebes- oder Valentinsgeschenk? Wunderschön. In diesem Zusammenhang wäre auch das Geschenk der Reproduktion dieser Illustration von Henri Matisse aus dem Jahre 1949. Und zwar illustriert hier Matisse den Titel der Handschrift, die wir kennengelernt haben, Le Cœur d'amour épris, mit diesem Herzen, für eine französische Zeitschrift. Diese Illustration entsteht 500 Jahre nach dem Entstehen der eigentlichen Handschrift. Welche Proben muss das Herz noch auf seinem Weg bestehen? Welche Hindernisse stellen sich dem Herzen bei der Erlangung der wahren Liebe in den Weg? Waren im Mittelalter, wo eigentlich die Heirat eine ökonomische Absicherung zwischen Familien war, romantische Liebesbeziehungen überhaupt möglich?
Hier lege ich Ihnen den Beitrag von Nina Gritzky im Rahmen der Medieval Art Stories ans Herz, die über die Stellung von Frauen im Mittelalter berichtet. Wenn Sie die Antworten auf diese Fragen und noch mehr Interessantes über die Kunst der Liebe im Mittelalter erfahren wollen, abonnieren Sie doch bitte unseren Kanal. Wir würden uns freuen.